Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um die komplette Geschichte der Marke Harley-Davidson. Man soll ja meinen, ich und wahrscheinlich auch viele von euch sollten das alles ganz genau wissen, aber ich denke, es gibt immer noch Sachen, die man mit Sicherheit nicht auf dem Schirm hat und ich finde solche Dokumentationsgeschichten unfassbar interessant. Deswegen habe ich uns heute ein Video rausgesucht. Und zwar das Video von Geldmagnet heißt der Kanal. Wir lassen direkt einen Daumen hoch da, da wir uns das Ganze jetzt mal anschauen werden. Die unglaubliche Geschichte von Harley und Davidson. Harley und Davidson bodenlos, aber ich denke, da wird jetzt eher auf die verschiedenen Menschen angespielt und nicht auf die Marke. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich gebe ein bisschen meinen Senf dazu ab. Vielleicht habe ich noch so ein paar Infos, die ich da ergänzen kann. Und wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Im Jahr 1903 erlebten 4 Menschen in einer kleinen Hütte in Wisconsin, USA, einen Moment des Sieges. In diesem bescheidenen Raum hauchten die Familien Harley und Davidson einer brillanten Idee Leben ein. Was an diesem Tag entstand, war nicht nur ein fantastischer Satz Räder, sondern die Geburtsstunde eines Unternehmens, das die Herausforderungen der Weltwirtschaftskrise, 2 Weltkriege und des drohenden Bankrotts überstand. Hier erfährst du, wie Harley-Davidson von einem kleinen Unternehmen, dessen Gründer ihre Häuser verkauften, zu einer globalen Marke mit einem Wert von $4 Milliarden wurde. Also vorab schon mal sehr geil gemacht, das Video. Also sehr einfach eigentlich mit Bildern und so, aber sehr schön animiert. Und ja, ich bin gespannt. Also solche Sachen finde ich sehr interessant. Ne? So ein bisschen dieses vom Tellerwäscher zum Millionär-Story und dann so ein bisschen Doku-Charakter. Ich denke, das wird uns einmal wirklich durch die ganze Geschichte führen mit Ups und Downs. Wir gucken mal. Im Dezember 1880 wurde William Harley in Milwaukee, Wisconsin, in einer Familie der Mittelschicht geboren. Sein Vater, William Senior, arbeitete als Eisenbahningenieur und seine Mutter Mary kümmerte sich um den Haushalt. William Senior war ein erfahrener Mechaniker und nahm den jungen Harley oft mit, wenn er an Zügen arbeitete. Diese Erfahrungen faszinierten Harley und er begann davon zu träumen, seine eigenen motorisierten Fahrzeuge zu bauen. Jetzt wissen wir auch, warum unsere Karren so viel wiegen. Wahrscheinlich, weil der an Zügen gelernt hat. Aber wie der Name schon sagt, war Harley ohne Davidson nicht vollständig. Und wer hätte gedacht, dass nur ein Jahr nach der Geburt von William Harley in derselben Gegend eine weitere Legende auftauchen würde? Arthur Davidson wurde 1881 in Milwaukee geboren und wuchs nur ein paar Türen von Harley entfernt auf. Sein Vater William C. Davidson arbeitete als Dampfschlosser und seine Mutter Margaret kümmerte sich um den Haushalt. Ähnlich wie Harley fand Arthur Inspiration bei seinem Vater, der ein großes Interesse an Maschinen und Technik. Was haben wir hier? Yamaha-Motor. Das unten links müsste Honda sein. Und oben auch Honda, oder? Nee, oder? Was ist das? Das ist ja so eine Kettensäge, Alter. Ja, finde ich sehr interessant sowas. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Story schon kennt von der gesamten Marke oder ob ihr sagt, habe ich mich bisher nie mit befasst, ich fahre nur Motorrad. Aber ich finde sowas schon interessant, muss ich sagen. Müsst ihr euch mal überlegen, da sind einfach 2 kleine Jungs, die wohnen in der gleichen Nachbarschaft und Jahrhunderte oder ja, über 100 Jahre später ist das daraus geworden, wo jetzt, was weiß ich, wie viele tausend Leute ihr Lebensunterhalt mit verdienen, wo was weiß ich, wie viele 10.000, 100.000 Leute Spaß mit haben, diese Produkte halt zu genießen. Das ist schon echt krass, ne? hatte. William Davidson ermutigte seine Söhne häufig dazu, mit Werkzeugen zu experimentieren und das Innenleben der Dinge zu verstehen. Neben der Ermutigung durch ihre Väter spielte die Stadt Milwaukee eine wichtige Rolle bei der Entwicklung ihrer Ambitionen. Milwaukee, ein Zentrum der industriellen Revolution, beherbergte verschiedene Produktionsstätten, darunter die Allen Company, die das erste in Massenproduktion hergestellte Fahrrad in den Vereinigten Staaten produzierte. Dieses Umfeld beflügelte die jungen Köpfe von Harley und Davidson und schuf die Voraussetzungen für etwas Großes. Aber dieser große Traum wurde erst wahr, als sich die beiden bei der Arbeit in einer Fabrik kennenlernten. Ich werde auch bei diesem Video nicht ganz so oft stoppen, wie wir das sonst machen. Also ich werde mit Sicherheit meinen Senf dazu abgeben, aber ich glaube, es ist für euch auch interessanter, wenn man mal einen Ticken durchlaufen lässt, damit ihr auch diesen roten Faden so ein bisschen habt, ne? Und Freunde wurden. Fasziniert von ihrer Liebe zu Motorrädern kreuzten sich die Wege von William und Arthur bei Bath Manufacturing.
William, ein Zeichner, und Arthur, ein Modellbauer, teilten mehr als nur einen Arbeitsplatz. Aber im Jahr 1901 war es nicht ihre Arbeit, die sie auf eine große Idee brachte, sondern ein vergnüglicher Abend. Sie gingen in ein Varieté, um die lebhafte Vorstellung von Anna Held zu sehen. Inmitten der Aufregung erregte ein Bühnenrequisit ihre Aufmerksamkeit. Anna war auf einem einzigartigen, dreirädrigen Gefährt gefahren, das von einem Einzylindermotor angetrieben wurde. Als sich die Räder dieses ahnungslosen Fahrzeugs drehten, ahnten sie nicht, dass sie dabei waren, eine Revolution in der Automobilgeschichte einzuleiten. Ja, Kapitel 1 haben wir um. Ich bin gespannt. Das ist schon krass, wie das alles so gestartet hat mit, sag ich mal, wirklich eigentlich einem Fahrrad, kann man sagen. Ne? Das wäre gefühlt wie so eine Mofa am Anfang. Ne? Aber wir sind gespannt. Jetzt werden wahrscheinlich so die ersten Sachen, wie die das entwickelt haben und so kommen. Nicht lange, nachdem sie sich zufällig getroffen hatten, begannen die beiden Freunde mit Einzylindermotoren für Fahrräder herumzuspielen, angefeuert durch den lustigen Theaterabend. Mit Hilfe ihres Freundes Henry Melk versuchten sie zunächst einen kleinen Motor mit Riemenantrieb an ein Fahrrad zu kleben. Es war wie ein Fahrrad mit Pedalen und einem unterstützten Motor. Ich sage ja Mofa. Es blieb jedoch hinter ihren Erwartungen zurück, erwies sich als schwach und verfehlte seine Ziele. Dennoch machten sie 1903 mit neuer Entschlossenheit weiter. Sie bekamen einen größeren Motor und gestalteten den Rahmen neu. Doch es traten immer wieder Probleme auf, die deutlich machten, dass sie mehr Hilfe brauchten. Davidson schrieb einen Brief an seinen Bruder Walter, einen gelernten Maschinenschlosser, der bei einer Eisenbahngesellschaft in Kansas arbeitete, und betonte, wie sehr seine Fähigkeiten gebraucht werden. In einem mutigen Schritt kündigte Walter seinen Job und kam zurück nach Milwaukee, um mitzuhelfen. Mit einem scharfen Auge arbeitete er hart daran, die sich entwickelnde Maschine zu verbessern. Als sie mit Walters Hilfe ihren nächsten Prototyp entwickeln wollten, waren nicht alle von ihren Fortschritten begeistert. Vater William C. Davidson, der sich am wachsenden Projekt seiner Söhne zu stören schien, schlug vor, es vom Keller in den Hinterhof zu verlegen. Sie verwandelten den Hinterhof in ihren neuen Arbeitsbereich und bauten in mühevoller Kleinarbeit einen 10 x 15 Fuß großen Holzschuppen. Ich habe auch das Gefühl, dass bei jeder amerikanischen Erfolgsgeschichte immer alles irgendwie in der Garage gestartet hat. Ne? Das war doch bei Apple und so, war das doch ganz genauso, oder? Aber genau das sind halt die Leute, wo es am Ende halt durch die Decke geht. Ne? So egal, was du für Voraussetzungen hast, einfach machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Learning, was wir uns alle mitnehmen können. Das ist auch das Prinzip, nach dem ich vorgehe, wenn es um meine geschäftlichen Sachen geht. Einfach machen. Probieren, probieren, probieren. Wenn was nicht funktioniert, ist doch scheißegal. Dann haben wir trotzdem was daraus gelernt. Aber einfach machen. Und da sind wir auch schon beim guten Punkt. Gestern kam nämlich die neue Kollektion von meiner Marke Redwood Clothing raus. Würde ich euch einmal ganz kurz sogar zeigen. Komm, nur ganz kurz, weil es so gut zum Thema passt, da wir auch alte Harleys auf den Prints diesmal haben. Die neue Kollektion ist online. Wir haben 3 neue T-Shirts. Einmal Born to Roam mit einer alten Flathead, passt ja super zu dem Video jetzt eigentlich. Dann Risk or Regret, passt auch gut zum Thema, nach meiner Ansprache gerade. Und Build Not Board mit einer schönen alten Shovelhead hinten auf der Bühne. Dann auch nochmal für die Mädels einen Crop Hoodie. Dann der Zip Hoodie, den ich gerade hier sogar anhabe, auch mit dem roten Flathead Bike drauf. Eine schöne Mütze für den Winter und 2-mal ein Poster. Kommt vor allem im Rahmen richtig gefährlich, wenn ihr euch da noch einen zuholt. Ja, will euch gar nicht lange auf den Sack gehen. Schaut mal rein, wenn was für euch dabei ist. Dann wirklich danke für den Support. Aber wir gehen weiter und gucken mal, was die Jungs hier aus ihrer Hütte machen. Sie ahnten nicht, dass dieser Schuppen die Geburtsstunde der ersten Harley-Davidson-Fabrik sein würde. Ihr größerer und mächtigerer Prototyp kam 1904 auf den Markt und feierte sein Debüt bei einem Motorradrennen in Milwaukee im State Fair Park. Der Fahrer, Edward Hildebrand, belegte einen respektablen 4. Platz. Als das Unternehmen schnell expandierte, wurde klar, dass es mehr Geld brauchte, um zu wachsen. Davidsons Onkel sprang ein und lieh ihnen Geld, sodass sie 1904 die Größe ihres Hinterhofs verdoppeln konnten. Es fehlte immer noch ein Händler, um ihre Reichweite zu vergrößern, aber das Glück klopfte an, als sie Carl H. Lang fanden. Man muss mal überlegen, bis jetzt haben die Jungs das ja alles alleine so richtig gemacht. Ne? Also bau mal so ein Teil fertig. Klar, die werden sich ja bedient haben von schon vorhandenen Teilen, aber
bau mal mit 3 Leuten einfach so ein Bike quasi in der damaligen Zeit. Das ist crazy. Einen renommierten Händler zu jener Zeit. In jenem Jahr verkaufte Carl 3 der 5 in der Harley-Davidson-Hinterhofwerkstatt gebauten Motorräder und das war ein kleiner Sieg für die Jungs. Für wie viel wäre mal Während sie in interessant, ne? begrenztem Umfang komplette Motorräder herstellten, kam der Durchbruch im Jahr 1906. Harley und die Davidson-Brüder errichteten ihre erste Fabrik in der Chestnut Street, dem heutigen Sitz der Unternehmenszentrale von Harley-Davidson. 1907 schloss William S. Harley sein Maschinenbaustudium an der University of Wisconsin-Madison ab. Im selben Jahr wurde die Fabrik um ein weiteres Stockwerk erweitert. Später wurde sie durch Fassaden und Anbauten aus dem hellgelben Ziegelstein von Milwaukee aufgewertet. Mit diesen neuen Einrichtungen stieg die Motorradproduktion auf 150 Stück im Jahr 1907. Überlegt man, in der kurzen Zeit von 3 verkauften Motorrädern aus der Garage auf 150 produzierte Bikes im Jahr 1907. Das ist schon so ein immenser Fortschritt, was da auch für ein Kostenapparat dahinter gesteckt haben muss. Ist schon echt krass. Also mich würde super interessieren, wie viel 1907 so ein Harley gekostet hat. Wenn irgendeiner von euch da so richtig im Thema ist, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Das würde mich unfassbar interessieren. Wir haben bei uns im Keller noch ein ganz altes Bike stehen, eine von den ersten Harleys. Sieht richtig krass aus. Ich glaube, ich habe das sogar mal in irgendeinem Video gezeigt. Ich habe 2 Videos gemacht, wo ich euch mit meinem Alltag mitgenommen habe. Und in einem der Videos waren wir, glaube ich, bei uns auch im Keller. Und da habe ich das Motorrad, glaube ich, sogar gezeigt. Im Jahr 1913 wurde angesichts der wachsenden Nachfrage eine moderne 6-stöckige Ziegelfabrik errichtet. Das Unternehmen florierte, bis es seine erste große Herausforderung erlebte: den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es war eine harte Zeit. Alles kam zum Stillstand und der Krieg hatte Europa in Trümmer gelegt. Da die USA ein wichtiger Handelspartner waren, bekamen sie die Auswirkungen zu spüren. Der Wendepunkt kam mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. Ich wollte es schon gerade sagen, weil ich glaube, am Ende des Tages hat Harley ja von der ganzen Kriegsmaschinerie massiv profitiert. Also die haben doch auch für die Army quasi die Bikes dann am Ende produziert. Und wie so oft, wo einer leidet, profitiert ein anderer. Und gerade was Krieg angeht, ist es natürlich so auch eine Gelddruckmaschine für viele Firmen. Und ich glaube, dass sie am Ende des Tages auch schon viel davon profitiert haben. Aber da wird er bestimmt jetzt zu kommen. Und wenn die Stunde kommt, kommt auch der Mann. Harley Davidson hat sich dem Anlass angepasst. Im Jahr 1917 unterstützte etwa die Hälfte der Harley-Verkäufe die US-Streitkräfte während des Krieges. Das heißt, über 20.000 Motorräder wurden vom Militär gekauft. Und jetzt überlegt mal, 10 Jahre vorher haben die noch 3 Motorräder aus einer verdammten Garage verkauft. Und wer weiß, wo diese Marke heute wäre, wenn es diese ganze Kriegsgeschichte nicht gegeben hätte. Ne, das wird ja auch ein unfassbarer Push gewesen sein für die, gerade auch finanziell. Der Krieg wurde zu einem unerwarteten Marketingmoment und in der Nachkriegszeit erlebte Harley-Davidson einen Höhenflug. Bis 1920 wurde das Unternehmen zum größten Motorradhersteller der Welt, produzierte 28.100. Und mehr geht ja auch nicht. Du willst ja mit diesem Bike ja auch diesen American Lifestyle, dieses Patriotische haben. Und gerade diese ganzen Kriegsveteranen damals in dieser Zeit, das war ja auch die Zeit, wo in Amerika so die Motorradclubs gegründet wurden, die ersten 1%er-Clubs und so, waren ja viele auch so Kriegsveteranen. Und da die dann ja auch diese Harley-Bikes quasi wahrscheinlich aus der Army vielleicht gewöhnt waren, das war ja also mehr Amerika, mehr Patriotismus als so ein Motorrad ging ja nicht. Und das ist ja das, also krasseres Marketing kannst du ja nicht haben. 189 Maschinen und eröffnete Händler in 67 Ländern. Das ikonische 7-stöckige Gebäude an der Juneau Avenue wurde ebenfalls fertiggestellt und dient noch heute als Firmensitz. Eine weitere Sternstunde war 1921, als Otto Walker, ein Motorradfahrer, auf einer Harley-Davidson einen Rekord aufstellte und als erstes Motorrad ein Rennen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 100 Meilen die Stunde gewann. In dieser Zeit diversifizierte Harley-Davidson auch Modelle wie die 1000 Kubikzentimeter HT 1923 und die Flathead V-Twin, die nicht nur in den USA, sondern auch in den Nachbarländern an Popularität gewannen.
So stellte beispielsweise Vivian Bales, ein bekanntes Motorrad-Covergirl, 1929 einen Rekord auf, indem sie auf der V-Twin 5000 Meilen quer durch die Vereinigten Staaten und Kanada fuhr. Doch der Erfolg nahm eine Und die meisten sagen immer noch, auf alten Harleys kannst du nicht fahren, da kannst du nur schrauben. Das sieht die Vivian Bell oder wie sie heißt, aber anders. Wendung und eine noch größere Herausforderung zeichnete sich am Horizont für Harley ab: die Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise erschütterte den bisherigen Erfolg des Unternehmens. Die Verkaufszahlen sanken drastisch von 21.000 Einheiten im Jahr 1929 auf nur 3.703 im Jahr 1933. Um sich in der verbleibenden Zeit der Weltwirtschaftskrise über Wasser zu halten, konzentrierte sich das Unternehmen auf die Herstellung von Industriekraftwerken, die auf ihren Motorradmotoren basierten. Außerdem wurde ein dreirädriges Lieferfahrzeug namens Servicar eingeführt. Darüber hinaus bot Harley-Davidson während der Weltwirtschaftskrise an, dass Fahrer ihre Tanks und Kotflügel für einen neuen Anstrich an das Werk zurückschicken konnten. Diese 1929er JDH erhielt Mitte der Ey, ganz ehrlich, ne? Wirklich. Früher die ganzen Harley-Logos, die ganzen Designs, die Embleme, ich sag euch ehrlich, das war so viel geiler als heute. Also heutzutage wirklich die meisten Embleme sind nicht so mein Geschmack, aber sobald ich auf diese alten Tanks gucke, ne, zum Beispiel wenn ich bei meinen Freunden von V-Triebwerk mal bin, da sind ja auch mal viele alte Tanks an den Wänden, habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei mir irgendwie im Video von der Shovelhead-Serie. Jedes Mal denke ich mir, Mann, Alter, diese alten Designs waren so viel geiler. Und sowas, das sieht doch cool aus, oder? der 1930er Jahre eine solche Behandlung. Der Lack ist die originale Neulackierung und trägt den Speedball-Aufkleber der 30er Jahre. Mega. Trotz dieser Bemühungen waren die weltweiten wirtschaftlichen Bedingungen nicht gerade günstig und brachten das Unternehmen gefährlich nahe an den Rand des Bankrotts. Aber es gelang ihm, dies durch Kreativität zu überwinden. Harley-Davidson erkannte, dass sie mehr tun mussten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und stellten 1936 den 61 OHV-Motor vor. Besser bekannt als Knucklehead, ähnelten die Ventildeckel des 61 OHV-Motors den geschlossenen Fäusten eines Boxers und waren nur 12 Jahre lang auf dem Markt. Der Knucklehead diente jedoch als Grundlage für die nachfolgenden, größeren Modelle der nächsten Jahre. Bis 1907. Ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie in echt eine Knucklehead gehört. Ich glaube nicht. Tatsächlich nicht. Ein unfassbar schöner Motor. So aus Videos und so ist der Klang auch schön, aber ich glaube, in echt habe ich noch nie eine gehört. 1930 waren alle Harley-Davidson-Motorräder mit Flachkopfmotoren mit Trockensumpf-Ölrückführungssystemen ausgestattet, die das Design des Knucklehead OHV-Motors widerspiegelten. Boah, So sehr schönes überstand Motorrad. Harley-Davidson die Herausforderungen der Weltwirtschaftskrise und war einer von nur 2 amerikanischen Motorradherstellern, die überlebten. Der andere war Indien. Doch während sie eine Krise meisterten, wartete die nächste schon um die Ecke. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, stellte er für das Unternehmen eine noch größere Bedrohung dar, da es bereits weltweit bekannt war. Ein Weltkrieg bedeutete potenzielle Umsatzeinbußen, Handelsbeschränkungen, logistische Herausforderungen und vieles mehr. Ein Hoffnungsschimmer entstand jedoch mit dem Kriegseintritt der USA, der zu einer erhöhten Nachfrage nach Militärfahrzeugen. Und das wird ja bis heute als Marketing-Move genutzt. Ne? Wir haben ja immer noch hin und wieder Sondereditionen mit diesem ikonischen Stern und einer olivgrünen Lackierung. Ne? Ich glaube, bei der Softail Slim gab es sowas und so. Führte. Dieser Umstand unterstützte nicht nur das Unternehmen, sondern stärkte auch sein Image der Freiheit. Von 1941 bis 1945 sicherte Harley-Davidson den Händlern aufgrund von Verpflichtungen gegenüber der Armee ein neues Motorrad pro Modelljahr zu. In diesem Zeitraum wurden schätzungsweise 88.000 Motorräder für das Militär gebaut, begleitet von einem umfangreichen Angebot an Reparaturteilen. Wenn man dann überlegt, Erster Weltkrieg 20.000, hier 88.000, die haben allein noch durch die Kriege, haben die über 100.000 Motorräder verkauft und wie er schon sagt, plus Reparaturteile, Anbauten. Ich meine, die Teile kamen ja nicht Stock, man sieht ja da diese Waffenhalterungssysteme und so, also da wurde so ein Geld umgesetzt.
Auf Wunsch der US-Armee entwickelte Harley-Davidson ein neues Motorrad, dessen Eigenschaften von der BMW R71 mit Seitenventil und Kardanantrieb inspiriert waren. In Anerkennung seiner bedeutenden Beiträge wurde Harley-Davidson 1943 und 1945 mit 2 Army-Navy-E-Auszeichnungen für herausragende Produktionsleistungen und seine immensen Kriegsanstrengungen geehrt. Der Krieg war für das Unternehmen ein wahrer Segen, denn er führte zur Entstehung einer Gegenkultur, die den Grundstein für den Harley-Davidson-Lebensstil legte. In einer Zeit, in der Amerika eher konservativ eingestellt war, lehnten viele Heimkehrer die Norm ab und erklärten: Ich kaufe mir ein Harley-Davidson-Motorrad, um Freiheit, Mobilität und Lebensgefühl zu genießen. Infolgedessen stieg die Zahl der zugelassenen Motorräder in den USA zwischen 1945 und 1970 von 198.000 auf 2,8 Millionen. Genau das ist der Punkt, den ich meine. Diese Nachkriegszeit, wo dieses Patriotismusmäßige, oder das Wort gibt es glaube ich nicht, oder? Das Patriotische dann halt so richtig ausgeschlachtet wurde. Ne? Und ich glaube, die werden das damals marketingtechnisch auch richtig gut gemacht haben. Also können sich die heutigen Marketingverantwortlichen vielleicht nochmal eine Schippe abschneiden und so ein bisschen mehr zu dem zurückkehren, was die Leute vielleicht auch haben wollen. Ne? Auch Hollywood tat sein Übriges, um die Harley-Davidson-Motorräder bekannt zu machen, indem sie in Filmen wie The Wild One und Easy Rider eine wichtige Rolle spielten. Auch geiles Bike gewesen. Doch die kommenden Jahre brachten eine weitere große Herausforderung, die das Fundament von Harley-Davidson. Auch nicht zu vergessen, die Fatboy in Terminator, die Schwarzenegger gefahren ist, kann ich mir bis heute bei uns im Laden anhören, wenn Leute reinkommen, die keine Harley fahren, aber sich für die Marke interessieren und sehen dann eine Fatboy und sagen, oh, das ist doch wie damals bei Schwarzenegger. Da muss ich immer lachen, jedes Mal. Erschütterte. Die 1980er Jahre waren für das Unternehmen eine wilde Zeit. 1969 geriet alles ins Wanken, als die American Machine and Foundry AMF Corporation das Unternehmen übernahm. Plötzlich waren Harley-Davidson-Motorräder nicht mehr so toll. Ihre Qualität sank und die Leute waren nicht mehr so überzeugt von ihnen. Unter AMF verlagerte sich der Schwerpunkt darauf, schnell eine große Menge an Motorrädern zu produzieren, und die sorgfältige Herstellung wurde irgendwie vernachlässigt. Infolgedessen gingen die Verkaufszahlen zurück. Dann wurde die ganze Welt Anfang der 1980er Jahre von einem wirtschaftlichen Einbruch getroffen. Wie so oft, ne? Also ist ja oft so bei solchen Geschichten, dass irgendwann die Unternehmen dann gekauft werden und dann die Gesellschafter eigentlich die Unternehmen runterwirtschaften, weil die Gier nach Profit größer ist als der Wille, ein gutes Produkt zu erschaffen. Und am Ende des Tages setzt sich die Qualität und die Leidenschaft immer durch gegenüber Massenproduktion. Bin ich 100%ig von überzeugt. Betroffen. Das war ein Schlag in die Magengrube für die Motorradbranche. Und auch Harley-Davidson spürte den Schmerz. Die Menschen hatten weniger Geld zum Ausgeben und die Zinssätze stiegen ins Unermessliche, sodass der Kauf eines Motorrads zu einem Luxus wurde, den sich viele nicht leisten konnten. Kommt euch das irgendwie gerade bekannt vor? Also das hört sich ja schon fast an, als wenn sich die Geschichte so ein bisschen wiederholt, ne? Also aktuell ist ja meiner Meinung nach eigentlich wieder so eine ähnliche Phase, ne? Gerade nach dieser ganzen Pandemiezeit und so. Und mit der aktuellen politischen Lage bei uns ist es ja auch viele, die dann durch die Inflation halt eben gar keine Möglichkeiten haben, auch wenn sie es wollen würden, jetzt sich eine Harley zu kaufen oder so. Und wenn dann halt auch noch die Marke, so wie es vielleicht damals unter dieser AMF-Zeit auch war, einen Weg einschlägt, den vielleicht viele Kunden nicht gut finden, das in Kombination mit dem weniger lockeren Geld der Leute, kann immer eine sehr, sehr gefährliche Situation sein für viele Händler und auch für die gesamte Marke. Ne? Auch der Wettbewerb wurde härter. Japanische Motorradhersteller gewannen die Herzen mit ihren Motorrädern, die billiger waren und weniger Benzin verbrauchten. Harley-Davidson hatte es also schwer mitzuhalten. Auch innerhalb des Unternehmens lief es nicht so gut. Die Arbeiter waren niedergeschlagen und die ganze Atmosphäre brauchte eine Erneuerung. Die Art und Weise, wie sie Motorräder herstellten, war altmodisch und bremste sie aus. Das coole Image der Freiheit und der offenen Straße, das Harley-Davidson einst hatte, nun, es begann allmählich zu verblassen.
Es war ein holpriger Weg, aber Harley-Davidson war noch nicht bereit aufzugeben. Mitte der 1980er Jahre erkannte eine Gruppe von Harley-Davidson-Führungskräften unter der Leitung von Vaughn Beals und Willie G. Davidson die dringende Notwendigkeit eines Wandels und organisierte ein Management-Buyout, das 1981 die Unabhängigkeit des Unternehmens von der AMF wiederherstellte. Dieser Schritt markierte den Beginn einer neuen Ära für Harley-Davidson. Unter der neuen Führung wurde das Engagement für Qualität und Innovation wieder aufgenommen. Die kultige Ich glaube aber, diese AMF-Zeit, also bei vielen, ich weiß nicht, ob es bei allen waren, aber bei einigen Bikes von damals war ja auch das AMF-Logo mit auf den Tank lackiert. Wir haben bei uns im Keller noch eine Shovelhead stehen, wo auch das AMF-Logo mit auf dem Tank ist. Und ich glaube, mittlerweile werden diese Lacksätze, wo du AMF mit draufstehen hast, wenn du die im Originalzustand in guter Qualität hast, wieder sehr beliebt gehandelt. Also das ist ja dann auch wieder so, ne? Wenn dann sowas gab, was es nur für eine gewisse Zeit gab, auch wenn es damals vielleicht die Leute voll scheiße fanden, dann ist es dann Jahrzehnte später irgendwann wieder so ein gewisser Sammlerwert, ne? Marke versuchte, sich wieder mit ihrem Erbe und der Leidenschaft ihrer Fahrer zu verbinden. Die Entwicklung des Evolution-Motors im Jahr 1984 zeigte das Engagement des Unternehmens für technologische Fortschritte und Beibehaltung des traditionellen V-Twin-Designs. 1984 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 2,9 Millionen $. Und nur 2 Jahre später waren es bereits 4,3 Millionen $. Stabil. 1986 ging Harley-Davidson an die Börse. Und das Geld floss bis in die 2000er Jahre. Bis 2006. Als die Hauptkunden das mittlere Alter erreichten, stieg der Aktienkurs des Unternehmens sprunghaft an und es meldete einen satten Gewinn von $1 Milliarde. Die guten Zeiten wurden jedoch im Jahr 2007 durch die Rezession gebremst. Wie viele andere Unternehmen während der Weltwirtschaftskrise hatte auch Harley mit Absatzproblemen zu kämpfen. Der Aktienkurs brach ein und sank von seinem Höchststand 2006 bis 2009 um 60 Punkte. Ja, schon hart. Dieser Rückgang um 86% markierte einen 13-Jahres-Tiefststand und war der Beginn des Niedergangs des Unternehmens. Neben den wirtschaftlichen Faktoren kann der Abschwung bei Harley auch mit demografischen Faktoren in Verbindung gebracht werden. Im Jahr 1985 war der typische Motorradbesitzer etwa 27 Jahre alt. Das ist auch so ein Thema, wo wir auf der Arbeit schon oft drüber gesprochen haben. Ich bin ja mit einer der Jüngsten bei uns. Wenn man jetzt die Azubis aus der Werkstatt rauslässt, bin ich, glaube ich, sogar der Jüngste. Und es ist sehr untypisch, dass jemand in meinem Alter mit 27 so in dieser Marke drin ist oder generell. Also das Thema Motorradfahren ist ja bei den jüngeren Leuten viel, viel weniger gegeben, als wenn man jetzt mal 10, 20, 30 Jahre zurückgeht, ne? Also auch jetzt andere Motorräder. Klar, es gibt immer noch so diese Randgruppen, wo dann halt Leute Supersportler fahren, wo die Supermoto oder Cross fahren oder sowas. Aber gerade Harley-Davidson, also Leute, die unter 30 sind, haben wir echt nicht so mega viele bei uns, ne? Das muss man ja immer mal, ich sehe das ja hier bei euch, also ich kann ja die Statistiken sehen, wer die Videos guckt. Die Hauptzuschauerschaft auf meinem Kanal ist zwischen 35 und 65 Jahre alt. Ne, also ich bin hier ein richtiger Jungspund unter uns. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber das große Problem der Marke ist halt, dass wir diese jüngeren Leute ja erreichen müssen. Unabhängig dafür, dass wir kein passendes Motorrad dafür haben, vom Budget her, ist aber auch das Problem, dass die Leute gar nicht mehr die Interesse haben, überhaupt Motorrad zu fahren in dem Alter. Also die Interessensbereiche, die sind einfach mittlerweile komplett andere und das ist natürlich schade, ne? Da müsstest du schon das perfekte Gesamtpaket bringen, dass du ein gewisses Image vermittelst, was der 27-Jährige heutzutage eben auch haben möchte, dass du das Bike zu einem Preis anbietest, was sich ein 20- bis 27-Jähriger auch leisten kann, ne? Und da muss halt alles zusammenkommen, ne? Und gerade auch, wie teuer es geworden ist, einen Motorradführerschein zu machen, kommt ja auch noch mit da rein, ne? Das darf man ja immer nicht vergessen. Im Jahr 2003 lag er bei 41. 2018 war er auf 50 gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Kundenstamm von Harley-Davidson altert und es derzeit niemanden gibt, der diese Lücke füllen kann. Das ist so. Gegenwärtig hat das Unternehmen mit den Herausforderungen der Pandemie zu kämpfen und das Jahr 2023 war für Harley-Davidson ereignisreich. Das Unternehmen hat mit der Einführung neuer Motorräder auf sich aufmerksam gemacht
von denen einige aus den Partnerschaften mit QJ Motor aus China und Hero Motocorp aus Indien stammen. Dennoch muss das Unternehmen aufgrund von Problemen in der Lieferkette und hohen Kosten einen erheblichen Kreditverlust von 52,6 Millionen Dollar hinnehmen. Wie das Wall Street Journal berichtet, hatte Harley-Davidson ein Problem. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, Motorräder von Kunden zurückzubekommen, die nicht gezahlt hatten. Dieses Problem führte dazu, dass die Kreditausfallquote von 2% auf 3,2% und damit um 46% in die Höhe schoss. Um es aufzuschlüsseln, Kreditverlust bedeutet das Geld, das das Unternehmen nicht zurückbekommen konnte. Was ist also die Ursache für dieses Chaos? Zunächst einmal hat Harley Schwierigkeiten, genügend Rücknahmebeauftragte zu finden. Viele dieser Unternehmen sind während der Pandemie abgesprungen, sodass es an ihnen mangelt. Auf der anderen Seite bereitet es Kopfschmerzen. Wie kann denn das passieren? Also wieso werden denn Motorräder da ausgeliefert, die nicht bezahlt sind? Also ich würde doch als Händler jetzt kein Motorrad rausgeben, wenn das Ding nicht bezahlt ist oder ich nicht eine Finanzierung habe, die über eine Bank oder so läuft, wo ich dann meine Sicherheit habe. Also das ist ja irgendwie, also keine Ahnung, wie die das in Amerika machen, aber das ist ja totaler Bullshit, oder? Wie sie die Motorräder abholen. Die meisten Besitzer bewahren ihre Motorräder in Garagen oder Innenräumen auf, was es für den Repo-Agenten zu einer kleinen Mission macht, den LKW zu verlassen, zur Tür zu gehen und das Motorrad zurückzufordern. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Und laut Jeremy Cross, dem Inhaber eines Abschleppunternehmens, ist es sogar riskant. Um das Chaos noch zu vergrößern, sind einige Inkasso-Unternehmen der Meinung, dass Harley-Davidson nicht genug für den Auftrag bezahlt. Das bedeutet, dass Lkw-Firmen lieber ähnlich gut bezahlte Jobs annehmen, bei denen sie nicht Gefahr laufen, beschossen zu werden. Harley hat es also mit einem doppelten Problem zu tun, und um dieses Problem zu lösen, ist ein kluger Plan erforderlich. Harley-Davidson hat sich von seinen bescheidenen Anfängen zu einer Ikone entwickelt, die 2 Weltkriege Ikone und dann blenden die Sportster S ein, da kannst du nicht ausdenken. überstanden und legendäre Motorräder gebaut hat. Heute steht das Unternehmen an einem kritischen Punkt und verkörpert Widerstandsfähigkeit und den amerikanischen Traum. Von der Herstellung von Motorrädern für das Militär in Kriegszeiten bis hin zum Symbol für Freiheit und Rebellion hat sich Harley-Davidson in das Gewebe der amerikanischen Kultur eingewoben. Von wann ist das Video? Ungefähr ein Jahr alt jetzt. Man muss mal überlegen, ne, was hat sich jetzt in diesem Jahr halt verändert. Ne? Also erstmal grundsätzlich schönes Video auf jeden Fall, sehr interessant. Die meisten Sachen waren mir so eigentlich bekannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was Neues gelernt habt. Aber ja, da sind wir jetzt wieder vor der Frage, ne? Was macht man mit der Marke? Ne? Wo sind die großen Probleme? Also ich glaube tatsächlich, dieses Generationsproblem ist halt ein Riesending, wo die Marke selber gar nicht so viel für kann, weil einfach das Interesse der jungen Leute am Motorradfahren und gerade am Harley-Fahren einfach extrem nach unten gegangen ist. Aber ich denke auch, die Marke selber kann viel tun. Also ich kenne es jetzt natürlich nur aus Händlerposition und wir versuchen natürlich schon jetzt in den letzten 2 Jahren uns massiv zu wandeln, mehr Social Media zu nutzen, mehr auf die Leute zuzugehen, bei den Events, die wir haben, die Open House Events, das Ganze einfach mehr interaktiv zu machen mit Ausstellern, dass man wirklich diesen Lifestyle irgendwie halt ja, noch leben kann und das nicht einfach nur um Verkauf von einem Produkt geht, sondern dass man dieses ganze Drumherum halt einfach hat, ne? Was dann halt vielleicht auch höhere Preise wieder irgendwo rechtfertigen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir da halt 2 große Hürden haben, die problematisch werden könnten, vielleicht sogar 3. Das ist einmal die ganze Preispolitik, die natürlich durch eventuelle Strafzölle, durch die Regierungsänderungen in Amerika jetzt nochmal dramatischer werden könnten. Dann glaube ich, dass das aktuelle Marketing nicht optimal ist für den aktuellen Zeitgeist. Und halt generell einfach so diese gesamte Politik, was die Modelle angeht. Ne? Also ich glaube, es werden da wirklich coole Sachen gemacht, sowas wie eine Pan America ST und so, das sind coole Sachen. Aber ich glaube, dass mal wieder so ein bisschen an der Wurzel angegriffen werden muss, wie zum Beispiel mit einem neuen Einsteigermodell, was die Iron 883 oder generell die alten Sportster-Modelle halt ersetzt. Aber gut, wir werden sehen, wo es hingeht. Wir werden sehen, was 2025 bringt. Ob wir in Deutschland hier alle Händler das Ganze überleben oder nicht. Wir werden sehen. Wenn ihr die Company unterstützen wollt, dann bleibt weiter am Ball mit der Marke, gebt die Marke nicht auf, weil ja, ich glaube, es ist viel Potenzial drin.
Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich danke euch fürs Zuschauen. War ja jetzt wahrscheinlich auch mal ein etwas längeres Video, aber super interessant. Wenn ihr andere Sachen habt in die Richtung, so dokumentationsmäßig oder so, Motorradgeschichte, auch andere Marken oder so, oder wo ihr denkt, das könnte für mich interessant sein, schickt gerne Videovorschläge unten rein, was wir uns angucken sollen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, Kommentar schreiben, Kanal abonnieren und nicht vergessen, checkt mal die neue Kollektion von Redwood Closing ab. Vielen Dank, haut rein. Ist Triumph das neue Harley Davidson? Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit der Marke nämlich null aus. Ich werde mich heute aber mal darauf einlassen, denn ihr habt mir ganz oft in die Kommentare geschrieben und auch per persönlicher Nachricht, nachdem ich auf die 25er Modellreihe von Harley Davidson reagiert habe, dass Triumph wohl ein sehr ernstzunehmender Konkurrent ist